So, wir schauen auf Kratos Defense, denn Kratos Defense hat jetzt hier eine neue Coverage bekommen von Wedbush und Wedbush ist ja wirklich einer der ausgemachten Tech-Analysten, also ein Tech-Analystenhaus, müsste man quasi sagen, unter der Leitung von Dan Ives, einer der absoluten ja, ultimativen Tech-Analysten in Amerika. Wenn Dan Ives redet, sollte man zuhören. Und wir haben hier auf jeden Fall ein sehr positives Rating für die Kratos Defense Aktie. Die Wedbush hat die Aktie mit Outperform aufgenommen und legt das Kursziel erstmal bei $85 fest. Und $85, das können wir uns hier mal kurz einzeichnen. Ja, das ist hier ziemlich genau die Mitte. Und da sehen wir auch sofort, wo das herkommt. Also für alle diejenigen, die immer sagen, Mensch, so Charttechnik ist doch irgendwie Kaffeesatzleserei. Ja, wir haben genau hier im Niveau von $85 das große Widerstandslevel in der Kratos-Aktie. Und siehe da, genau das ist das Kursziel, was Wedbush hier ansetzt. Und von daher, ihr solltet euch immer bewusst sein darüber. Das, was die Analysten hier machen, ist natürlich zum einen, schauen sie auf die Fundamentaldaten und schauen, was denn hier eigentlich fundamental beim Unternehmen passiert, womit man sein Geld verdient, wie die Ausgangsbasis in den einzelnen Sektoren ist. Und da hat man jetzt hier bei Kratos ganz klar gesagt, das ist eben nicht nur eine reine Drohnenwette. Das alleine wäre eigentlich schon positiv, sondern man hat hier mit Kratos einen deutlich breiter aufgestellten, man nennt das wörtlich einen Picks-and-Shovels-Zulieferer für das US-Verteidigungsökosystem. Ja, und damit hat man eben hier ein Unternehmen, was zugrunde liegend einen sehr breiten oder sehr großen Defense-Fußabdruck hat. Und genau das sind dann eben ja Geschäftsfelder wie Missile Defense, Space, Hyperschall und ähnliches, die hier quasi vom Kratos mit abgedeckt werden. Und deswegen hält man diese Aktie hier für besonders aussichtsreich. Und ich würde sagen, ich kann mich da zumindest von dem, was ich bisher gelernt habe, über das Unternehmen ganz gut anschließen. Wir haben jetzt hier eine ganz wichtige Trendlinie und das wäre so ein bisschen der Moment, auf den ich auch warten würde. Denn wenn man sich hier mal das letzte Tief anschaut, ja, dann sieht man, dass wir ziemlich genau auf diesem Niveau, na, das können wir noch ein Stückchen weiter mit nach oben rausziehen, aber dass man ziemlich genau auf diesem Niveau, so knapp über $50, hier auch ein sehr starkes Widerstandslevel alleine durch diese beiden letzten Tiefs hier drin hat, durch das hier und das hier. Und das ist eine ähnliche Ausgangsbasis wie das, was wir hier sehen. Ja, hier haben wir natürlich deutlich mehr Berührungspunkte. Das macht also dieses Level hier oben noch mal viel dynamischer und viel stärker. Aber selbst diese Berührungspunkte, die wir hier drauf haben, die sorgen dafür, dass wir auch hier einen deutlichen Widerstand haben. In Kombination mit der fallenden Trendlinie ist das hier ganz klar ein Clusterwiderstand. Und deswegen wäre ich im Moment hier sehr, sehr vorsichtig bei Kratos. Das ändert sich aber sofort, wenn wir es eben schaffen, hier nachhaltig über die 50 rauszugehen. Dann haben wir erstmal ein Anlauflevel bei knapp über 60 und dann kann es eben auch entsprechend weiter nach oben gehen. Und ich denke, auf diesen niedrigen Niveaus hat man dann hier einfach auch schlicht und ergreifend gute Möglichkeiten, Risiken zu managen. Ja, dann hat man nämlich hier wirklich ein recht kleines Nettorisiko, mit dem wir hier arbeiten müssen. Das wäre dann quasi das Nettorisiko. Und dafür könnten wir das hier als Gewinn ungefähr mitnehmen, wenn man davon ausgeht, dass Wedbush hier ein gutes Kursziel hat. Und damit liegen wir irgendwo bei einem 3:1. Schöne Ausgangsbasis, halte ich für eine sehr interessante Story. Kratos, ja, hoch bewertet mit einem 63er Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber wir sehen, von Seiten des KGV können wir uns hier im Prinzip ein ganz gutes Unterstützungslevel einzeichnen, so beim 60er. Und das ist eben genau das, was jetzt hier zurückgeholt worden ist. Und von daher muss ich sagen, im Vergleich zu den 180, wo wir eben vorher schon mal lagen, ist die Aktie inzwischen fair bewertet und dementsprechend sehe ich hier Potenzial nach oben. Jeden Börsentag um 13 Uhr schauen wir live auf die Märkte, die spannendsten Einzelaktien und eure Favoriten. Welche Aktie soll ich als nächstes analysieren? Schreib sie in den Chat, entscheide mit und abonniere den Kanal, damit du morgen live dabei bist.